Unsere letzten Tage im Providence Oaks brechen an. Unsere letzten Tage in Providence Oaks brechen an. Willkommen zurück. Auf Mildreds Katzen aufpassen. Heute Abend, damit sie zum Friseur gehen kann. Dann habe ich noch Samstag und Sonntag vor mir. Und das war's. Fangen wir mal an, die Post A very auszuteilen. good morning, Providence Oaks. P.O. positive or pet peeve? I wonder what it'll be today. Actually, no. Nancy, the floor is yours. Yeah, Jack, I've got a pet peeve. Why do people start fake coughing when I'm smoking in my store? If you don't like it, just leave. Thank you much, Nancy. And, well, if you're asking, it's not like people have other places to go besides the smokehouse that you call a general store. On to the weather forecast. Sunny in the first half of the day and some clouds in the second. Back to the playlist. Alles klar. Ja, ich kenne sie ja. Die Dame aus dem Convenience Store Laden, die die ganze Zeit nur am Rauchen ist. Ja, hier ist your mail. Ich dachte am Anfang, man hat vielleicht mit ihr auch noch ein bisschen mehr zu tun, weil sie kam mir so wie eine vor, die, weiß nicht, solche Läden haben die nicht immer irgendwelche Probleme. Also, die Nachfrage geht zurück und die Leute kaufen lieber im Internet, wobei ich weiß jetzt nicht, ob es das hier jetzt schon so gibt. Oder die kaufen lieber im Laden die hier in der nächsten Stadt oder so ein und kommen überhaupt nicht mehr in ihren kleinen Krämerladen um die Ecke, deswegen sind die pleite. Naja, das liegt vielleicht auch daran, weil du den ganzen Tag, wie du gerade gesagt hast, nur im Rauchen bist. Und weil du, ja... Und diese Unfreundlichkeit hat man häufig bei so älteren Damen, die dann so diesen Convenience-Store-Laden führen. Ey, dass Angie einfach abgehauen ist, das macht mich immer noch fertig. Sie hat nicht mal Tschüss gesagt. Sie hat nicht mal Tschüss gesagt. Ich müsste noch mal zu Jack gehen. Ich will nämlich ihn auch mal fragen. Klick, klock. Ich will nämlich ihn auch mal fragen, ob er mir nicht doch noch irgendwas zu erzählen hat. Ich meine, ich weiß ja schon, was passiert ist. Und er weiß, glaube ich, auch schon, dass ich weiß, dass er halt mit illegalen Sportwetten darum gemacht hat. Das ist doch jetzt nicht so ein Riesenthema. Soll es mir halt erzählen. Aber wahrscheinlich sind wir jetzt auch nicht so dicke. Aber dann soll es halt bleiben lassen. Dann soll es halt bleiben lassen. Ding dong! Ja, jetzt ist gerade mal eine Woche vorbei und sie ist auch schon nicht mehr so aktiv und so euphoristisch in ihrem... Das ist nicht ganz das Wort, was ich gesucht habe. Motiviert in ihrem Job. Woher so, here's your mail. What do these people order? Und jetzt sagt sie schon gar nichts mehr. Ah, Moment, das ist Case House. 402 Pine Street. Ja, ich hab was für dich. Ist doch Case House, oder? Ich glaube schon. Hey, Ding Dong! Die ist mit Sicherheit da. Ding Dong! Driving along the highway. Da-da-da-da-da. Hello? Friday delivery day. Well, just call me Friday Delivery K. Okay, no, that sounded better in my head. Someone's in a good mood today. Yes, thanks for looking after Max and Gracie last night. You were a real trooper for stepping in last minute. Ach ja, war ein interessanter Abend. Haben Sie irgendwas erzählt? Geht es Ihnen gut? Haben Sie erzählt, dass ich Sie mit Keksen vollgestopft habe? Are they okay? Did they mention anything? Max did say I owe him pancake breakfast for the rest of the week, and Grace said she will never sleep again, but yeah, pretty much. Oops. What movie did you watch with them anyway? So... Texas Chainsaw Massacre? Ja, besser mal das Thema wechseln. Hast du gerade gesungen? Were you singing when I came up here just now? Oh yeah. Man, Journey is so good. Those songs have been stuck in my head all day. Ja, Journey ist schon nicht schlecht. Ich meine, ich verstehe das schon. Sie war ja, glaube ich, auf dem Konzert. Aber Journey? That sounds great. I know, right? There's just so much cool stuff being created right now, you know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first, but I tell you, if Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. Ja, Prince, ja. Die gute alte Musik von damals, immer noch verrückt danach, was? 2 Bands, nur eine Mills? One spleen, 2 bands.
That's quite the potential dilemma. Oh, and I haven't even mentioned Cyndi Lauper, or Run DMC, or Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and Hammond organs right now. Was ich doch nicht. Du weißt du mehr als ich, denn ich weiß nicht mal, was du damit meinst. Ach, sowas würde ich doch nie tun. I would never. All jokes aside, though, I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just... You know? Not even Barry is allowed to listen to my songs at this stage, to be honest. Künstlerische kreative Denkpause, wie nennt man sowas? Blockade, irgendwas. Irgendwo Musik gern mal hören, die ist mit Sicherheit toll. Weil du dich erst, wenn du dich dem Publikum stellst. I'd love to hear your music sometime. I'm sure it's great. Thanks for the vote of confidence. Maybe I'll hold you to that. I was thinking, I have a mixtape with some of my stuff, you know? Just something I've been trying out with my new synthesizer. Es wäre mir... Und du möchtest, dass ich... Soll ich sie wirklich betteln lassen? I'd be honored. That's great. It's just something I've been playing around with. Don't expect any fireworks. And hey, don't tell me what you think yet, yeah? You'll be my secret special audience of one, so I can get used to the idea of an audience. Ich bring's zum Radio. Könnte das irgendwas mit Sonntagabend zu tun haben? Ich bring's einfach zu dem... Ich kann ja mal bei der Scheune vorbeifahren und gucken, ob ich ihm das Tape geben kann für das Radio. Would this have anything to do with Sunday evening? Okay, don't tell anyone, but I'm thinking of performing a song on my new synth this Sunday. Holy crap, I just said that out loud! Dude! You are coming to the open mic, right? Wie kann man denn so blöd sein und da nicht hingehen? Oh nee, sorry, ich muss arbeiten. Na klar. Of course, that's great. Wild horses couldn't drag me away. But act cool, yeah? No one else knows yet. See you there. Sure thing. Da wäre ich mir nicht so sicher. Back to my own journey for now. Haha. Nope, ignoring that. Bye now. Ach komm, der war gut. Wahrscheinlich hat Meredith seit 10 Stunden nur sich diesen Gag überlegt, dann feuert sie ihn einfach ab und Kay geht überhaupt nicht drauf ein. Ach. Unbefriedigend. Das ist wie wenn man aus 10 Kilometern Entfernung durch den Raum so ein Papierfutzel in den Mülleimer wirft und trifft und keiner sieht's. Das ist so richtig unbefriedigend. Naja, sei es wie es wolle. Gucken wir mal auf die Karte. Wir haben hier gar nichts mehr. Das heißt, wir können mal anfangen, die Runde zu drehen. Glaube ich. Und ich halte mal bei dem... Soll ich mich schon mal bei ihr halt kommen? Mitten auf der Straße halten wird schon kein Problem sein, oder? Ich bin schließlich die Post, ich darf schließlich machen, was immer ich will. Ich guck mal, weil sie ist ja gerade im Radio aufgetreten. Die Leute stört's voll, dass ich rauche. Ding dong! I managed to get the machine to work. Here are the pictures. Schau an. Wie man die Minikarte da unten noch sieht. Das ist aber nicht sehr immersiv. Das ist einigermaßen hübsch geworden. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, da ist der Fokus, müsste ein bisschen... Der mittlere... Ja, ich weiß nicht. Das ist sogar fast in Ordnung. Auch das finde ich nicht schlecht. Wollte der mir gerade Will der mir die Bade- oder die Schlafzimmeraugen geben? So. Das ist auch nicht schlecht geworden. Ja... Ja. Sehr zufrieden. Thank you. I'm happy with how they turned out. If you'd have picked them up earlier this week, you could have participated in a photography contest. Ach, schau an, hätte man die viel früher abgeholt, hätte man an irgendeinem Ding mitmachen können. That's okay. I take pictures for myself, not to win contests. You can probably only win contests like those if you're a professional. Ja, ganz passable schon. Ja, gute Ausrüstung ist teuer. Yeah, good equipment is expensive. Yeah, you'd probably need an extra mail route to be able to afford it. Ja, wahrscheinlich. Ach, guck an, sieht mal an, was man da hätte machen können. Also es gibt schon so ein paar unterschiedliche Dinge. Man hätte ja bestimmte Ding-Dong! Man hätte ja so bestimmte Verabredungen ablehnen können oder an den Abend jeweils was anderes machen können oder hier Nein und da Ja sagen können. Und hier hätte ich anscheinend auch was machen können.
Ja, ja, dumm gelaufen. Ich hatte jetzt nicht gedacht, ich dachte, das war vielleicht eher so als Gameplay-Ding gedacht, dass halt der Spieler rumlaufen kann und ein paar Fotos machen kann. Die dann irgendwie in deinem Screenshot-Ordner gespeichert werden oder so. Ich hätte nicht gedacht, dass die tatsächlich noch einen Einfluss aufs Spiel haben. Tja, falsch gedacht, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ich darf das ein bisschen sehen, wenn ich heute Abend auf die Katzen aufpasse. Ich mag Katzen. So, ich pack dich mal ein. 400 East Lakeview Boulevard. Sowieso das letzte Paket, das ich habe. That's heavier than I thought. Tja, wer weiß, was da drin ist vielleicht. Gibt's nicht irgendwie Anglerblei oder so? Was dann irgendwie den Schwimmer nach unten ziehen soll oder sowas? Ich habe übrigens gar keine Ahnung, wovon ich geredet habe. Ich habe gerade irgendwelche Sachen genommen und durch die Gegend geworfen. Weil in diesem Survival-Spiel 7 Days to Die, was ich hin und wieder mal spiele, da gibt's, glaube ich, Anglerblei. Daher kenne ich's. Hey! Ah, the waxworms have arrived. Wachswürmer sind so schwer. Igitt! Habe ich da Würmer mit mir rumgeschleppt? Was? Excuse me? I meant the package, Miss Weiss. It's my worms. For fishing. They're just in time. I'm taking a boat to the island this afternoon. Oh, nice. A boat trip. Hey, you can tag along if you want, like your father used to. But I'm not helping you with any waxworms. Oh nein, aber ich habe doch heute Abend schon was zu tun. Oh, really? Sounds like fun. Okay, we'll show up here at 4 p.m. sharp. Oh nee, ich muss um 4 Uhr bei ihm sein und um 5 Uhr, glaube ich... er hat es mir auch nicht mal markiert. Also, weil ich muss ja schon auf die Katzen aufpassen. Ich weiß nicht, ob... Also bisher hat sich das nie überschnitten. Ich dachte, naja, vielleicht hat man bis zum Ende des Spiels immer nur eine mögliche Verabredung pro Abend. Ja, mal gucken, was sie macht. Ich werde wahrscheinlich arbeiten müssen, bis es heißt, zurück zum Postamt und dann schaue ich mal, was passiert. Vielleicht macht sie ja automatisch beides. Ich meine, sie könnte um 4 jetzt mit ihm zum Angeln rausfahren, aber das wird mit Sicherheit länger dauern als eine Stunde. Und ich glaube, um 5 war das mit den Katzen. Ist da eigentlich eine Uhrzeit dabei? Nee. Wir werden sehen. Ob ich dann überhaupt, wenn ich mich nur für eins entscheiden kann, ob ich dann... Soll ich einfach mal... Komm, wir fahren mal ein bisschen hier durch. Okay. Wir gehen jetzt mal hinter und schauen mal, ob wir ihr Demo-Tape direkt ins Radio einspielen können. Ich meine, dafür wird sie mich zwar im ersten Moment hassen, aber im Nachhinein wird es mit Sicherheit positiv. Außer natürlich, sie hat wirklich keine Ahnung von dem, was sie macht und ihre Sounds und ihre Songs sind wirklich total eklig, dann hat sie halt Pech gehabt. Aber es ist eh keiner da. Und wenn keiner da ist, kann ich wahrscheinlich auch niemandem Hallo sagen. Ja, hier kann ich nichts machen und da drin wahrscheinlich auch nicht. Ja, dann geht die Idee mit den Songs direkt ins Radio zu bringen, eh gerade den Bach runter. Ja, dumm gelaufen. Okay, dann halt nicht. Ding dong! Schade, ich hatte bei der Idee mit diesem Van, den ich direkt an Lori verschenkt habe, hatte ich recht. Jetzt dachte ich, das wäre so eine richtig schöne Zweier-Kombo-Strecke gewesen. Ich werde versuchen, mich selber wieder rauszureißen mit guten Vorhersagen, wenn ich mal überlege, was heute Abend passiert. Ich glaube nicht, dass sie beides macht. Ich glaube, vielleicht sitze ich am Abend im Haus und dann kriege ich wieder die Wahl zwischen Bon Appetit, zwischen Fernseh gucken und zwischen Lesen und dann vielleicht zwischen auf Mildreds Katzen aufpassen und mit ihm rausfahren. Mag zwar Katzen sehr gern, aber es wiegt eigentlich beides ungefähr ähnlich. Ist da noch jemand? Es wiegt beides eigentlich ähnlich. Ich meine, es sind beides alte Leute und ich hatte beiden gesagt, ja okay, ich komme vorbei. Ich meine, bei ihr geht es um den Friseurtermin. Der ist jetzt nicht so wichtig. Für sie bricht natürlich eine Welt zusammen, wenn sie nicht rechtzeitig zum Friseur kommt. Aber es kann mir ja gerade mal wurscht sein. Ich glaube, persönlich würde es ihr besser gefallen, wenn sie mit dem Boot ein bisschen raussegelt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt so hundertprozentig... Bei dem halte ich erst gar nicht.
Ich glaube jetzt nicht, dass sie so hundertprozentig zurechtkommt mit dem alten Mr. McMackey. Ich glaube, sie ist freundlich zu ihm, weil sie halt einfach eine sehr freundliche Person ist. Aber ich glaube, sie kommt nicht so 100% mit ihm zurecht. Sie würde wahrscheinlich eher der alten Dame helfen. Also gehe ich wahrscheinlich zu den Katzen, wenn ich die Möglichkeit habe. Zumal er ja ohne mich auch rausfährt. Also ich meine, da verliere ich ja sozusagen nichts. Wenn ich jetzt nicht komme, dann fährt er halt einfach alleine raus. Und wenn ich nicht zu Mrs. Mildred gehe, dann kann sie halt nicht zum Friseur gehen. Interesting. Oh, interesting. Auch wenn es jetzt nicht so der mega wichtige Termin ist, aber ich glaube, sie verliert mehr, wenn ich nicht komme. Also gehen wir zu ihr. Mache ich mir schon 130 Stunden Gedanken darüber, was alles hätte sein können. Und wie wäre es, wenn ich einfach mal, jetzt fahre ich mal raus, ohne zu schauen. Wie wäre es, wenn ich einfach mal warte, was am Abend passiert? Vielleicht macht sie ja doch beides. Was aber dagegen spricht, ist, dass sie es nicht im Terminkalender festgehalten hat. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Bringen wir erstmal die letzten 3 Briefe noch weg. Und dann sind die 2 Wochen in Providence Oaks schon fast vorbei. Ja, dieser Tanzabend scheint dann so ungefähr habe ich mir das schon vorgestellt, dass du dann am Schluss, wahrscheinlich da rein, oder? Ja. Dass du dann am Schluss nochmal so ein Fest hast mit allen Leuten gleichermaßen. Ich denke wieder so ein bisschen an Harvest Moon. Oder dann am Schluss des Jahres einfach so eine komplette Volksversammlung hast. Also so eine ganze Dorfversammlung, wo einfach jeder da ist. Dieses Silvesterfest oder so. Und wo du dann vielleicht mit, jetzt wäre ich fast gegen diesen kleinen Baum gefahren. Und wo du vielleicht mit den Leuten, die du am meisten gemocht hast oder die dich am meisten mögen, noch so eine kleine extra Cutscene kommt. Ding dong! Hallo, Robert. Hey, Robert. How are you? I was away for a few days on an urgent job out of state. Echt? Ja, mir geht's gut. Hier die Post. I'm good. It's nice to see you again. Here's the mail. Thanks, and likewise. Priority mail from Town Hall. Let's see what they have to say this time. Dear Mr. Harris, on behalf of yada yada yada, concerning Environmental Management Act 1213, yada yada yada. Wait. What? Listen to this. We have decided to postpone the construction of apartments for at least 6 months. We hope this satisfies you, as well as the many residents of Providence Oaks that contacted us with their unfiltered and enthusiastic comments. It worked. The plan worked. Naja, ich meine, es ist eigentlich schön. Ich meine, es ist nur nach hinten rausgeschoben um ein halbes Jahr. Also ich meine, dann geht es ja gleich wieder los. Jetzt bleibt es ihm immer so im Hinterkopf hängen, ja, in einem halben Jahr geht die ganze Chose von neuem los. Wow, great! So happy for you, Robert. We need to celebrate this. How about tomorrow night? Steak dinner at Moe's. Or something else. On me. Okay, wenn so, ja, hallo, kostenlosem, ich würde das haut nicht hin. Ja, hallo, kostenloses Steak, ich bitte dich. I'd love that. Great. It's gonna be fun. See you tomorrow night then. Gotta go now. The telephone troops need to know the assault can be abandoned. Ja, zumindest für den Moment. Okay, dann habe ich morgen auch was zu tun. Verabredung mit... Ach ja, Verabredung zum Abendessen. Keine Ahnung, ich erkenne das schon wieder nicht. Ich bin ein Mann, wir erkennen sowas nicht. War das jetzt ein Date oder war das wirklich nur... Ja, komm, lass uns mal feiern. Also ich meine, für mich war das jetzt nur, okay... Wir, keine Ahnung, essen Steak und trinken ein paar Gläser Rotwein. Und dann sagen wir, schön, dass es funktioniert hat, auf Nimmerwiedersehen. Da kommt es mir gerade, es ist ja gar nicht auf Nimmerwiedersehen. Ich bleib ja in PO. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da wahrscheinlich die Chance dazu kriege. Dieser Steve aus der Arbeit hat jetzt auch schon länger nicht mehr angerufen. Wow, das wäre fast der erste Unfall gewesen. Ja, aber jetzt, wo Angie weggezogen ist, kann ich mich eigentlich an den nächsten ranwerfen, oder? Der Robert sieht nach einem ganz netten Kerl aus. Ich würde sagen, wir schmeißen uns jetzt einfach morgen bei der Verabredung ihm an den Hals. Wobei, dann sind wir 2 Leute, die nichts verdienen. Ein Holzfäller und eine Postbote. Ach ja, mal schauen.
Hätte man Angie hier halten können, ich hätte mir schon vorstellen können, dass sie dir eine weibliche und eine männliche Option sozusagen zur Verfügung stellen. Aber wenn die weibliche Option sowieso abhaut, oder hätte ich das verhindern können? Vielleicht hätte ich die Fotos entwickeln können und Angie schenken können oder was weiß denn nicht. So, das war's für heute. Klick, klock. Finally done. Tja, was mache ich jetzt? Zurück zum Postamt wahrscheinlich, oder? Ja. Und jetzt? Ich habe theoretisch 2 Dinge zu erledigen. Mal rausfahren, ohne zu gucken. Tja. Und jetzt? Raus mit dem Boot fahren oder auf die Katzen aufpassen. Was ist denn auf die lange Sicht für mich vorteilhafter? Es klingt zwar ein bisschen unfair, die nach Vorteilen für Meredith zu beurteilen, aber ich glaube, vorteilhafter wäre schon, ihn da unten zu haben mit den Bootstouren. Wenn der mich mag, dann lässt er mich vielleicht in den nächsten Jahren, wenn ich hier sowieso irgendwann mal wohne, kostenlos Boot fahren oder so. Okay, schauen wir mal, was sie macht. Jetzt kommt wahrscheinlich erstmal Telefon. Oh, okay. Vielleicht macht sie wirklich beides. So, Ja. is this a quiet day, or does it always take this long? Fishing requires patience. Genau, meine Only Liebe. been here for 2 hours. Moment, seit 2 Stunden? Dann habe ich Mildred verpasst. Oh, oh. Das ist ja das Schöne. Jetzt ganz ehrlich, sowas fragt man nicht, wenn man beim Angeln ist. Passiert hier auch mal was? Kennt ihr den Satz von Frauen, wenn ihr dann so abends zusammen und dann die Frau, passiert jetzt hier mal noch irgendwas? And that's the nice thing about fishing. Yeah, there's a fine line between boredom and relaxation. Ganz genau. Schwer mich zu entspannen. Ja, das würde sie sagen, weil ich glaube schon, dass sie da ein Problem hat zu entspannen. I think I forgot how boredom feels. Fishing also requires silence. Komm. Bert, can I ask you a question? Ja, er hat überhaupt keinen Bock, aber ich halte ja schon die Klappe. Ja, ich glaube, er will schon reden, aber er kommt halt nicht von sich selber aus sich raus. Also man muss schon nachhaken, dass er mal irgendwas macht. About life. Life, huh? I'll tell you about it. When I was young, I joined the Navy. Saw more in 1 year than anyone should have to see in an entire lifetime. We ought to be heading back home. Was? It's been a fine day, and I thank you for the company. Ah, das war ja nicht so positiv. Was ist jetzt mit Mildred? Nein, sie hat den Tag übersprungen. Oh Gott, ich habe Mildred übersehen. Oder? Kay's tape. Let's have a listen. Oh weh. Es wird Ärger geben. Driving along the highway, headlights light up the signs. Thinking of what might have been. Radio keeps track of time. Ehrlich? Hello? Hi, Meredith. Guess what I signed today? Das ist mir sowas von völlig egal. Den Monster Kill. Let me think. The monster deal? Oh, yes. You are now talking to Steve Mitchell, CEO of a multi-million-dollar enterprise. But before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say to you about you.
you've been a huge part of the success of this company. And I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers, and we've got front row tickets. The past 2 weeks have made me realize that I couldn't have done it without you. And I'm going to need you even more in the coming years. So, here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. Significant. The only condition is that I need your commitment for the next 5 years. So, there it is. Think about it, and let's talk about it more when you're back in the office. Ach, naja, das klingt toll. Toll klingen tut's schon, aber das kommt ehrlich, ob das überraschend kommt, weiß ich nicht. Ich meine, dass er den Deal, wie ich wusste ja, dass er ihn kriegt. Und dass das ein bisschen mehr Kohle bedeutet, wundert mich jetzt nicht. Oh, wow, Steve, that sounds great. Just let it sink in a bit. I don't need an answer right now. I have to get back to my $1 million lifestyle. Actually, no, I need to get cranking on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Oh Mann, da wartet die fette Kohle, wenn ich zurückgehen würde. Aber ganz ehrlich, was hält mich... Oh, mit einem einzigen Anruf... Ich bin doch noch nicht zu spät. Good evening, feline friends. Aunt Meredith's gonna keep you company tonight. Was, vielleicht doch 19 Come Uhr. here. Kitty. Ow. Oh. Ja, man wird mal gekratzt. Das ist halt so, jetzt hab dich nicht so, Meredith. Okay, Samstag der 13. A postcard. From Angie. Ach was. Miss Meredith, I am so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not-so-timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I'll be honest. I'm still thinking about that kiss we shared in the car. And I don't usually dwell on these kind of things. So, feels special, Meredith. I hear you're going to the open mic night on Sunday. I wasn't planning on going, but I want to see you before I leave. I'm really anxious to find out what you've decided to do. Whether you're going to stay in this town, or go back to the city, or do something else entirely. And I'm going to be forward, as you know I always am. I'd like to know if little old me figures into those plans, somehow. So, anyway, I'll see you there, yeah? Love, Angie. Ach was. Ach was. Guck mal einer an. Angie kommt also doch noch mal vorbei. Hui. Ich dachte wirklich schon, sie hat mich allein gelassen. Oh. Happy Saturday, everyone. Dankeschön. It's time once again for a P.O. positive or pet peeve? Today's verdict is from Cheryl. Hi, Jack. I went for a walk the other day and suddenly encountered a majestic stag. We looked at each other for a few seconds, and then he walked off into the woods. Wow, Cheryl. I'm glad you could retell the tale. Stags can be dangerous. Today's weather might be dangerous, too. You'll need your raincoat all day long, and there will be a thunderstorm tonight. Back to the music. Ach, guck mal einer an. Angie kommt also vorbei. Na, wer sagt's denn? Here's your mail. Here's your mail. Schau, und schon ist sie wieder glücklich. Gestern kein einziges Mal irgendwas gesagt beim Briefe austeilen und jetzt here's your mail. Sieh mal einer an und sie hat tatsächlich beides erledigt. Verabredung zum Abendessen mit Robert. Da kommt einer. Ach, Robert, dann tut's mir leid, dann habe ich mich doch anders entschieden. Ja, was macht Meredith denn jetzt? Sie brennt mit Angie durch. Sie brennt mit Angie durch. Sie tut's einfach, sie brennt einfach mit Angie durch. Das ist genau das, was sie macht. Man hat's gestern auch wieder super gesehen. Ich wollte eigentlich, da kommt schon kein Auto, oder? Ich wollte eigentlich gestern nur ganz in Ruhe das Tape von Kay anhören. Und was passiert? Die Arbeit ruft an. Also natürlich gibt es da jetzt eine ganze Menge Kohle. Und P.O. ist vielleicht schon eher was... die Polizei. P.O. ist vielleicht schon eher was für den Lebensabend und nicht jetzt für so eine junge Frau. Ach. Aber es ist halt eine ganze Menge Kohle. Da könnte sie sich eine ganze Menge Kohle ranholen und sich dann niedersetzen.
So 15 Jahre später oder so. Wenn sie sich richtig was angespart hat. Schlimm, oder? Wie Menschen denken. Kaum erwähnt jemand eine dicke Gehaltserhöhung und ein bisschen Geld. Schon krempelst du die Pläne, die du eigentlich getroffen hast, völlig über den Haufen. Okay, fellow Providence Oakians, it's time once again for the sent-in letters and announcements. This one's from our very own Maureen, or Mo, as we all know her. Hey, folks. Just wanted to grab your ears for a second. Sonntag. To let you know all about the upcoming open mic night over at Mo's Diner this Sunday. That's right. Claim your 15 minutes of fame. Enjoy some swell performances and the usual good food and drinks for everyone. I expect to see all of y'all for a great evening. And maybe even some dancing. You know who you are. Come join the show at Mo's at 8 p.m. this Sunday. I'll come get you if you don't. Well, you heard her, folks. And I'll be there too, so you better not miss it. Back to the music and to one of my favorite songs. Mail Carrier Meredith. Ja, aber so viele Plätze sind doch da gar nicht frei. In Mo's Diner sind doch, wie viele, da ist das gar nicht so viel Platz. Da muss sie doch draußen eine ganze Pergola oder sowas aufbauen, dass sie genug Platz für die ganzen Leute hat. Farmer DJ Jack. Seen any ghost drivers on the way here? Eigentlich nicht. Nope. Are you sure? Yes, why? Okay, I was just wondering. Don't bother. I need to get back to the live show. See you tomorrow, I reckon. Bye now. I reckon. Oh, and please close the door. Don't want to broadcast any mail truck noise. Thank you much. Moment, wieso fragt er mich nach Geisterfahrern? Also den einzigen Geisterfahrer, den ich gesehen habe, war so ein weiß-blaues Postenmobil. Der hin und wieder mal über irgendwelche Felder fährt oder einfach mal irgendwelche Abkürzungen nimmt und sich immer mehr dem GTA-Stil aneignet. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ne? Ansonsten eigentlich nicht. Gespannt, was da morgen passiert. Auf diesen Tag. Was habe ich für heute Abend noch das Abendessen mit Robert? Ja, aber tut mir leid, Robert. Also bei uns wird sich's wirklich nur auf ein Glas beschränken. Ich korbe in Spielen fast nie jemanden. Wenn ich eine Möglichkeit habe, in irgendeinem Spiel irgendeine Romanze einzugehen, dann mache ich das in der Regel auch. Aber was teilweise ein bisschen blöd gelaufen ist. Also wenn man in Mass Effect zum Beispiel mehrere Romanzen hat, kriegt man vielleicht irgendwann auf die Nuss. In Witcher 3 kriegt man ziemlich lustig auf die Nuss, wenn man da mehrere Romanzen hat. Deswegen, ich korb halt nicht so gern. Überleg mal, man wäre eine hübsche Frau oder man wäre mit so einem unglaublich netten Gemüt, weil, auch wenn man es mir nicht zutraut, aber ich glaube, ich bin hin und wieder doch ein ganz netter. Und wenn man einfach keine Leute korben kann, ja, ich überhole dich mal. Ah nee, nicht der Idiot schon wieder. Und wenn man einfach keine Leute korben kann, ey, die armen hübschen Mädels. Wenn die das nicht können, dann 400 Lakewood. 500 Freunde parallel. Habe ich gerade 500 gesagt? Ich leg's einfach hin und gehe einfach wieder. Ich habe überhaupt keine Lust, deine Geschichte zu erfahren, wenn du eine hast. I'm busy. Okay. Good luck. No! Damn it! I almost had it. I almost fucking had it. Thanks for breaking my concentration. Gern geschehen. You're welcome. Video games are supposed to be fun. I feel horrible. Absolutely horrible. Maybe you should try a different hobby. You know what? I can beat this damn game, and I'm not quitting until I have. Good luck with that. Tschüss. Danke, dass Sie meine Konzentration gestört haben. Kein Problem. Gern geschehen. So ein Idiot. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein bisschen nachgebohrt hätte, vielleicht hätte er mir was erzählt, aber ganz ehrlich, ist es mir sowas von wurscht. Hier, Polizei, da ist irgendwo ein Geisterfahrer. Kümmere dich da mal drum. Mich interessiert hier immer noch so ein ganz klein bisschen, was passiert, wenn man der Polizei jetzt voll ins Auto reincrasht, aber... Nee, dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht.
Könnt ihr auch mal probieren, was passiert? Also, was heißt, ich mache sowieso nicht. Aber man könnte ja mal, was ich nicht tun würde, aber man könnte ja mal einfach jeden ablehnen. Zu jedem nur unfreundlich sein, jede Verabredung ablehnen, zu keinem Fest gehen und alle nur anschnauzen und mal schauen, was dann passiert. Meredith, bitte, geh heute ein, lass uns heute Abend so die Cave. Interesting. So Freunde seit 22 Jahre war, glaube ich, Meredith weg. Und wir waren einfach die besten Kindheitsfreunde und die Cave so, oh Meredith, schön dich zu sehen und oh, so lange und lass uns erzählen. Und dann als Meredith sagt, mal, kennen wir uns? Was, Kay sagt mir nix. Warst du wichtig? Keine Ahnung, hast du mir mal Geld geliehen oder so? Schuldig dir noch was? Oh. Meredith, willst du nicht mal mein Kind kennen? Kinder? Ich hasse Kinder. Oh. Aber das kann ich sowieso nicht. Das einzige Spiel, wo ich das mal geschafft habe, war ein Mass Effect. Also böse zu sein, jetzt nicht böse zu meinen eigenen Crewmitgliedern, aber zu allen NPCs. Das habe ich mal geschafft, weil du in Mass Effect schon einen Vorteil mehr oder weniger hast, wenn du böse bist, weil du halt diese coolen Gesichtsnarben kriegst. Und das war schon cool. Vor allem im Zweier sah das Gesicht am besten aus. Dieses rot leuchtende Gesicht mit diesen leuchtenden Narben, das war richtig cool. Das ist der Grund, warum ich eigentlich in Mass Effect immer auf abtrünnig spiele. Oder Renegade. Wie man es auf coolem Englischen sagt. Nur wegen dieser Gesichtsnamen. Ist Lori da? Nö. Ja, dann halt nicht Lori. Ich hätte mal Hallo gesagt, aber wenn du nicht willst. So, da haben wir noch eine ganze Menge Pakete und Briefe. Geben wir die nochmal noch weg. Und dann schauen wir mal, was Robert so will. Und dann kommt wahrscheinlich der letzte Abend. Und dann muss ich mich wahrscheinlich entscheiden, beziehungsweise sie sich. Weiß ich, so wie ich Meredith bisher kennengelernt habe und so wie sie auch mit Steve immer so ein bisschen redet, habe ich schon das Gefühl, dass Meredith eigentlich, wenn ich es nicht entscheiden dürfte, wäre sie zurückgegangen. Sie hätte sich vielleicht schon überlegt, auch wenn ihr alles jetzt hier gegeben worden ist. Ich meine, die Eltern haben gesagt, ja, wir kaufen uns das Haus hier, das heißt, unser Haus steht jetzt frei, also sie haben ja eigentlich alle die Bahn schon geebnet. Aber ich glaube schon, dass Meredith wahrscheinlich zurückgegangen wäre. Ding dong! Da ist sowieso keiner da, so wie ich sie einschätze. 103 Vintage. Ding dong, schätze ich mal. That's lighter than I thought. Warum, was hast du denn gedacht? Ist doch ziemlich klein. Ding dong! I guess nobody's home. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch neue NPCs kennenlerne. Und in dem Haus wohnt, glaube ich, keiner, den ich kenne. Okay, dann ab zurück in die Stadt. Da haben wir noch 2, 3, 4 Symbole. Da wird schon kein Auto kommen. Gott, ich muss unbedingt mal wieder GTA spielen, um meine ganzen Neigungen erledigen zu können. Einfach mit dem Auto rumfahren und einfach mal durch die Fußgängerzone mit dem Auto heizen und einfach mal mit dem Raketenwerfer über die Autobahn laufen und solche Sachen. Das wäre fast fast hätte ich das erste Schild umgefahren. Ding dong! So. 3 Briefe noch, beziehungsweise 3 Briefe und ein Paket oder so. Dann heißt es auf zum Date. Ah, guck an, das Licht ist gerade angegangen. Ja, wahrscheinlich geht es schon nach, wie vielen Sachen man verteilt hat. Oh ja, stimmt, das Gewitter, stimmt. Oh. Stimmt, da war ja was. Guck an, und Licht ist auch an. Ganz ungewohnt, dass der Wetterbericht mal recht hat. So, Main Street. Die ganzen Briefe werden nass, Meredith. Da kriegst du gleich nur wieder Ärger von diesem komischen, wie hieß er, Mr. White oder so.
Aber cool das mit dem Blitz da hinten. Erst nochmal das Paket schön nass werden lassen. Blitz nochmal. Okay, dann halt nicht. Wolltest du nochmal hinten sehen? Beim Ding Dong! Beim Berg. Ah, you're still here, huh? That makes 2 of us. When are your parents coming back? Actually, they might just stay in Florida. Florida? Your parents? What's so funny about that? They'll be back soon. Florida is expensive and honestly isn't all it's cracked up to be. Woher willst du das denn wissen? Du bist ein bisschen neidisch, oder? They found a lovely and affordable place next to the beach. Sunshine and the beach get boring real fast. Well, I better be on my way. Meredith denkt sich auch noch. Miss Sonnenscheinchen. So long, Miss Sunshine. Meredith denkt sich auch schon, komm, da ist Hopfen und Malz verloren, da brauchst nicht weiterreden. Ding dong! Ah, das sah cool aus mit dem Blitz. Weil der so richtig so die Höhenverhältnisse mit eingerechnet hat, könnte man sagen. Guck mal an, das sieht richtig cool aus hier mit dem Regen. So, wir haben noch einen Brief hier hinten. Und dann noch 2. Und dann treffen wir uns mal mit Robert. Ja, ich meine, im Dunkeln ist gut munkeln. Wenn es draußen richtig gewittert, dann hat es irgendwie in Mo's Diner gleich noch eine romantischere Stimmung, oder? Aber sorry, ich glaube, sie ist doch vergeben. Also, dass Angel sich jetzt 2 Tage nicht gemeldet hat, sollte ich ihr vielleicht mal vorhalten. So wie du haust einfach ab und sagst nix. Ich erfahre, dass du weggegangen bist über irgend so eine Geschäftsbekanntmachung da an deiner Flickshack-Tür. Naja, kann ich dazu nur sagen. Meine liebe Angie. Aber die wird sich ja morgen anscheinend mit mir treffen. Und da werde ich anscheinend eine ganze Menge Leute treffen. Weil so wie sich das anhört, ist einfach morgen jeder bei diesem Tanzwettbewerb. Ding dong! Here's your mail. So sieht's aus. Ding dong! Naja, aber wie gesagt, ich meine, die haben das jetzt um 6 Monate verzögert mit diesem Apartmentbau. Also ich finde das jetzt nicht einen unbedingt großen Erfolg. Aber zumindest hat sich vielleicht dass ich ihm gesagt habe, na jetzt leg doch noch mal ein bisschen mehr Gefühl rein. Vielleicht hat sich's ja doch gelohnt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier Vorfahrt gehabt hätte. Wahrscheinlich die. Ja, bitte überfahr mich nicht. Ding dong, das war's für heute. Ab zum Date. That's the last of them. So sieht's aus. So, dann ab zum Date. Ich dachte echt, dass wir das gestern verpasst haben. Ich weiß aber nicht mehr, welche Uhrzeit sie gesagt hat. Weil ich habe mich um 4 mit Mr. Mackey getroffen. Oh, der Schatten, schön. Ich habe mich ja um 4 mit Mr. Mackey getroffen und er hat gesagt, wir hocken hier schon seit 2 Stunden. Das heißt, es war mindestens 6, halb 7, als das erledigt war. Und ich meine, sie hätte gesagt, ich soll um 5 da sein. Aber vielleicht hat sie auch gesagt um 7. Aber es ist ganz cool, dann ist es so geregelt, dass man sich hier nicht doppelt bebuchen kann. And so ends a week full of turmoil. Ich kann es wohl laut sagen, ja. You can say that again. If only the Angels hadn't lost to the White Sox. That would have made it perfect. Ah ja, da hat er wahrscheinlich ein bisschen Geld verloren. Wie viel hättest du denn gewonnen? How much would you have won? $876.34. Would have been a nice payday, huh? We're playing each other again tonight. Should I change the bet? Also, sorry, aber ich mache mir wirklich überhaupt nichts da draus. Also, frag mich nicht, ansonsten bin ich am Schluss schuld. Sorry, Frank, but I really don't care about sports or gambling. Meredith, no problem. I'll stop talking about it. Or I'll try at least. Have a great weekend, Meredith. Oh, wait, this was your last day. Echt? I totally forgot to tell you, but they still haven't found someone else for the job.
So I guess you can have it if you want. Danke, aber nein. Are you serious? Of course. And it's a great job. You know what? Think about it and let me know Monday morning when you return your stuff. Gotta run now. Red Sox are playing the Yankees. Ach ja, zufälligerweise habe ich jetzt... Ich wollte schon sagen, wo ist mein Date? Zufälligerweise habe ich jetzt sowohl als auch da einen Job und da einen Job, da ein Haus und da ein Haus. Hello? Hi, Meredith. It's your dad again. How was your time in the mail delivery business? Absolut. Oh, hi, Dad. Well... Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. I actually really loved it. Awesome. Maybe you should just keep doing it. Worked out well for me. Sie haben wohl noch niemand Neues gefunden? Actually, it seems like they haven't filled the vacancy yet. They haven't? Well, you know what I'd do. Oh, hold on, Meredith. Let me guess. Mom wants to talk to me? Hi, Meredith. Sorry to butt in, but you're thinking about staying in Providence Oaks? Hi, Mom. Ja, vielleicht. Well, yeah, why not? I like it here. Well, PO is wonderful, of course. I know. But you've got so much going on. Do you want to leave all that behind? Ah, das ist halt die Frage. Ach, man muss sich halt entscheiden, ja. Ach, ich glaube aber, darauf wird es hinauslaufen. Yeah, I guess that's what it comes down to. Is it just work-related, or are there other people involved? You know, any interesting ones, perhaps? Das Leben ist einfach leid. Naja, es gibt schon ein paar interessante Entwicklungen. Well, there are some interesting developments, yes. Oh, there are? But are they really interesting enough to give up your entire career? Oh, komm schon. Long and hard on it. Oh, hold on. I have a suspicion Dad wants to talk to me. Meredith, I just wanted to say, you need to clean the lint filter on the dryer every once in a while. If you never do that, it could burn the house down. Kein Problem. No problem, Dad. I'll make sure to do that. Great, thanks. I sometimes suddenly worry about things like that in the middle of the night. And it's not about the dryer, of course. I want you to be safe. And I'm sure you'll be okay. Ich komm schon klar. I'll tell the dryer that he's on your mind. Thanks. And could you also pet him on his back every now and then? Bestimmt. He likes that. Ja, ja. Running out of coins, gotta go. Bye, Em. Take care. Ja, viel Spaß an der Bar. Ja, da sind wir in Mo's I Diner. hope you don't think I'm a cheapskate for having dinner here. There aren't a lot of other restaurants around, and I'm pretty sure their food isn't better than Mo's. Der hat sich sogar ein Hemd angezogen. Nein, wo hätten wir denn sonst hingehen sollen? Ich bin gern hier. Don't worry about it, Robert. I love it here. Thanks, Meredith. You're such a kind person. Good evening, you two beautiful people. Ready to order? Ladies first. Hi, Maureen. Pfannkuchen. Schwer ein saftiges T-Bone abzulegen. Ja, einen Salat, das ist so. Ich will Pfannkuchen. Pancakes. I need pancakes. Excellent choice, Meredith. And what would you like to wash it down with? Whisky. I think I'll have a... Wein, Bier, Wasser, Cola. Weiß nicht, was er gern trinkt. Ja, aber zu Pancakes passt doch kein Wein. Ach komm, ganz ehrlich, heute lassen wir es krachen, ich will eine Cola. Coke. Gotcha. Robert? The usual for me, Maureen. All right, Robert. T-bone steak and a beer. Doesn't get any more lumberjack than that. Be right back, folks. Ashley, it's pancake time! And get the steaks out. Maureen's the best. Did you hear about the open mic night she's organizing? Ja, das ist zufälligerweise morgen. Ja, gehst du etwa hin? Ja, sie hat mir nur ein Dutzend Mal davon erzählt. Yeah, she only told me about it a dozen times. I wish I could go, especially since I heard that Jack's gonna do a thing. Jack? What's he gonna do? Eine Vorlesung über Kartoffeln? Die Wettervorhersage rezitieren? Give a lecture about potatoes? Believe it or not, he's a very good ballet dancer. Was, der wirklich? You're right. And you're his stage manager. No, he's into comedy. Would have loved to have heckled him. Oh well, this is a good week anyhow.
Ja, die Wohnblicke kannst du... Oh, weil du hier bei mir sitzt. Nee, das kann ich nicht. Nee. Ja, du kannst die Wohnblöcke mal eine Zeit lang vergessen. Must be nice that the apartments are off your mind for a while. Alrighty, here are your beverages, folks. I'm afraid the food might take a little longer, as a certain kitchen helper thought the freezer was a good place for storing steaks. I really should get one of those microwave ovens to defrost them. You seem a little stressed. Is it the upcoming open mic? Why should I be stressed about that? It's going to be lovely. And you better be there, Robert Harris. Maureen, I'm sorry, but I'm afraid I won't be able to make it. I did not just hear you say that, young man. Oh, by the way, Meredith. I need to steal him for 2 minutes. He needs to check on some wiring for me. Excuse me, Meredith. This is Maureen's jurisdiction. Have to obey the law. Ja, sie hat dir gerade eben gesagt, dass du... That tasted so good. Thanks, Maureen, for the fantastic blueberry pie. You're welcome. It's my way of making up for stealing you away from Meredith. Ooh, I swear. She can give quite the stink eye if she wants, can't you, hon? Oh boy, the world would be boring without her. Speaking of, are you gonna miss your daily delivery round? Ja, vielleicht werde ich sie gar nicht vermissen, weil ich sie weiter noch haben werde. Zu wem meine Runde führt. Yes, I probably will. Must be nice here compared to the big city. Do you think you'll always live here? Nothing's for sure, but I like it here. I needed to change towns after my divorce. Everything and everyone reminded me of her. Ach, bist du jetzt drüber weg? Ja, kann ich mir vorstellen. I can imagine that. But maybe I shouldn't bother you with the innermost feelings of a lumberjack. Vielleicht nicht. Ich meine, wenn du nicht willst. Das würde mich überhaupt nicht... Ja, das darf er mir schon erzählen. Ich will eine gute Freundin für ihn sein, aber mehr nicht. Wouldn't be a bother at all. Robert and Meredith, sorry to break up your conversation, but we're closing up early tonight. Gotta set up some stuff for the open mic night, and I can't use any peeping eyes. Oh, okay, Maureen. No problem. Let me get the check for you, so I can leave you two to your lovely evening. Can you put it on my tab, Maureen? Anything for you, darling. Hättest du was dagegen, wenn ich bin, oder wenigstens die Hälfte? Komm, das muss ich rein aus Nettigkeit zumindest anbieten. Do you mind if I pay? Or at least for half of it? Meredith, after all your help, this is the least I can do. So, yes, I mind. Now let's get going before Maureen gets her broom out. Ja, lass uns mal lieber gehen. Meredith, thanks again for your help. I'm not sure what would have happened if you hadn't come here for your mail delivery vacation. Gern geschehen, hat mich gefreut. War doch nicht der Rede wert, bin froh. Ich könnte meinen Aufenthalt hier sogar verlängern. Ja, nee, das letzte klingt so ein bisschen... Nee, tut mir leid. Es hat mir einfach nur gefreut, dass ich dir helfen konnte. You're welcome, Robert. I was happy to help you out. A little help goes a long way. Hope to see you around again. You too, Robert. Take care. Viel Glück, sag mir, wenn du... Du kommst nicht ohne eine Umarmung weg. Nee. Good luck with the apartments, and call me if you need help. Wie er gar nichts mehr dazu sagt. Oh, gekorbt. Es tut mir leid, aber Angie kommt morgen. Ich meine, Angie kommt morgen. Tja, da ist er. Nie geglaubt, 2 Wochen Post ausliefern so sein würden. Und schon sind sie vorbei. Die 2 Wochen Post. So viele nette Leute, ja. Wirklich nett, einige weniger. Alle auf ihre Weise interessant, auch was. Sie Tagebuch führt. Mein Aushilfsjob endet eigentlich. Ganz abgesehen der eigentlichen Beschäftigung, Tapetenwechsel eigentlich schon so seine Vorteile. Ja, der Talentwettbewerb. Ich bin gespannt, was da passiert. Bin gespannt, was bei dem Talentwettbewerb passiert. Ach, guck an, wir sind direkt beim Abend. Anyway, I love this town. You know I do. So, I'm dedicating my last jokes to specific people here tonight. The first one's for Maureen. A guy walks into a bar, and dozens of slabs of meat are hanging from the ceiling. So he asks the bartender, "What's up with the hanging meat up there, man?" So the bartender says, "Ah, you're new here. Well, we like to play a game here. If you can jump up and slap a steak, the house will pay for your drinks all night. However, if you miss, you have to pay everyone else's bar tab. So,
We give it a go? Nah, says the man. Those stakes are too high. Ja, This the one's stakes for are our too own high. newcomer, Meredith Weiss. So, a woman's driving down the freeway, but all of a sudden, she hears a local news bulletin warning drivers on the very freeway she's on. They're saying, please be advised of this very dangerous situation of a car going the wrong way. So the woman says to herself, one car? Ha, why, there's dozens! Ja, 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 ja. Naja. Well, folks, wasn't that special? Now, let me know if any of you have any jokes about Jack, you hear? It's an open mic after all. It's actually time for a little break right now. So come on up to the bar for some of our finest concessions. We'll continue shortly. Mildred, how are you? And how are the cats? Fine on both counts, dear. Thank you for asking. So, do you like the hair? Sieht doch genauso aus wie vorher. Boah, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Boah. Looking fine as always. Thank you, dear. Pity it's quite the waste of time and money, seeing as how I can't stay for long. Warum? Wieso gehst du wieder? Really? What's the rush? You see, my son decided to drop by, unannounced, and he's staying the whole weekend. Bist du ganz schön dreist, oder? Oof, it's quite the imposition. Mm-hmm. All right, well, anyway, take care, dear. Now, where did he park the car? Ja, sie sieht's nicht als dreist, sie freut sich ja. It's me, Matt Kearney, in an egg brace. Real funny, huh? Ehrlich gesagt schon, ja. I must admit, it's at least a little funny. What happened? Well, I was about to send the final boss, the afterlife, but then the computer crashed. I kicked my foot out in anger and fell from my chair, and now I'm here looking like a loser. Ja, du bist doch einer. Ja, sie schaffen's mit Sicherheit, geben sie nicht auf. I'm sure you'll beat the game one day. Don't give up on the dream. I can't play like this, but I'm going to work out a strategy in the meantime. Gott. Guess who? Basil from Baker Street. Aw, now I'm going to be a disappointment. It's just me. Wo ist die Brille? Wo ist die Brille? Wo ist die Brille? Das ist ja wirklich schade. Noch besser, obwohl ich da nie drauf gehe. Nee, mit Sicherheit nicht. Even better. Though I never would have guessed. So, what have I missed? Tja. Es war toll, bis er hat sich als Komiker versucht. Not much. Jack just did some comedy. But the final act is supposed to be the real showstopper. At least, that's what Maureen tells me. Really? Well then, I guess I arrived just in time. So, how have you been? Ja, beschäftigt mit Kofferpacken. Danke für die Mitteilung. Sehr süß. Ich hatte ehrlich gesagt mehr erwartet als nur eine Mitteilung. Aber ich weiß nicht, das kann ich ihr nicht vorhalten. Busy packing, I guess. Super busy. Again, I'm sorry I didn't have more time to... Ja, Hey, ja. Angie. Hey, Meredith. Sorry to pop in like this, but I just wanted to inform you I fixed everything on the RV. She's got a new radio, I replaced some wiring, adjusted windshield wiper speed. The raccoon is ready to go. That's great, Lori. Thanks. I'm sure it's like she's brand new. Well, I wouldn't say that, but you'll see. Gotta go later. Ach, gehört das Ding jetzt Angie, der Raccoon? An RV, huh? Oh, it's kind of a long story. You know Mickey and June? Ja. Ja, das Camperpärchen. The hiker couple, right? Well, long story short, I've somehow gained possession of their vehicle of choice, which, as Miss Young just described, is a perfectly adequate RV that I'm gonna use to motor right out of this sad little town. Sie haut einfach ab. Schön für dich. So you're definitely leaving? Absolutely. Come with me. I mean it. Leave this sad old town behind and go wherever we want to go. Free spirits, the way Mickey and June intended. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, aber was mache ich denn? Ich meine, wenn ich zurückgehe in meinen alten Job, dann habe ich einen Job, mit dem ich halt, keine Ahnung, Geld habe oder so. Und hier hätte ich theoretisch einen Job, aber wenn ich mit ihr einfach wegfahre, ist das so das typische wegen der Liebe durchgebrannt. Und dann haben wir nichts. Wir sind unterwegs zusammen, keiner von uns hat Geld. Sie hat einen Laden geführt, der kein Geld abgeworfen hat.
Ich habe keinen Job mehr, wenn ich hier einfach wegfahre. Das heißt auch, ich habe keine Kohle. Das heißt, wir werden irgendwann bettelarm irgendwo auf der Straße landen. Ach, ich wäre lieber gerne eine Leine, aber nur, weil du wirklich gut küssen kannst. Ich habe dich sehr lieb gewonnen, weißt du. Well, you are a good kisser. There's plenty more where that came from. But at some point, you've got to give me a definite answer. You get that, right? Look alive, folks. It's time for the final act. Oh, God. It's a doozy. Saved by the bell, babe. I got stuff to do anyway. Saved by the bell. Dung, dung, dung. Warte. Ich sag dir Bescheid, na schön, dann geh doch. Angie, wait. Dear people, none other than our own Kay Evans will perform next. She has been writing songs since she was a little girl, and I cannot say how thrilled I am to host her first performance of hopefully many to come. I am so proud of you, honey. Please put your hands together for Kay, everyone! Keiner klatscht. Drive on or go left, go right. Suddenly these choices make me smile. What if I just enjoy the ride? Life's a game of chance. For every break you get, you leave another one behind. Just as long as you keep trying, you will get there. Darling, this does not happen a lot, but you have left me speechless. That was Kay, people. Another round of applause. Ich tu mal so, als ob. Well, it's a good thing I didn't leave when Reynolds started his nonsense. This kid can sing. Oh, hi, Mr. Mackey. Ja, also ganz ehrlich, mit dir hätte ich ja wirklich nicht gerechnet. Didn't expect you here. Well, it's good to see someone flourish, but I'd rather be home right now. Das denke ich mir, ja. I don't blame you. Smoking a pipe and reading a proper book is the only acceptable way to spend a Sunday evening in September. Bert, thank you so much for coming. I know you'd rather be somewhere else right now. That's okay, kid. I don't regret it one bit. You did great. But ladies, if you'll excuse me, I'm out of here. Good night, Bert. Thanks again. And now for an announcement. I'm serious, so hush now. Now, you all know that Kay has been working here at the diner for quite a while now. Jetzt gehört's In fact, ihr. she was my anchor after Stan left us. And I think the time has come to formally announce, right here, that I will put your name above the door of this place, honey, where it belongs. Kay's place. Mo Kay's. We haven't settled on a name yet, but there you go. Another round of applause. And have some drinks with us. Kay's Diner einfach. Unfassbar. Kay's Place, also gratuliere. Unfassbar schön. How did it feel to be up there? Oh, it was so great to be performing again. It felt amazing. I'm all over the place right now. It was such a rush. I will definitely be doing that again. If they let me, of course. Ich muss jetzt gehen, Eier. That was amazing. Oh my gosh, thank you so much, Em. It felt amazing. I was so super nervous, you know? Like, shaking and all that. I'm so glad it went well. Kay's Place also. Kay's place, huh? Congratulations! That was quite a surprise. Yeah, I told you. Mo asked me like a gazillion times, right? Kind of felt right this time. We haven't hashed out any details, as you might have noticed.
but it feels good, you know? That's great. I am so proud of you, Kay. You really have made a great life here. Thanks, Em. I'd like to think so. Big day tomorrow, right? You know what you're going to do? Ja, ich bleib hier. Well, wait. I'm not good at this stuff, so I just want to say it's good to have you back these past weeks, Em. Really good. You just do what you feel you have to do. I'm just glad we reconnected. Promise you'll keep in touch, whatever the outcome, yeah? Ich werde mein Bestes tun. Oh Gott. Naja, wenn ich Zeit habe, rufe ich dich mal an. Ansonsten bleibt's wie sonst auch. Of course. And remember, time marches on. Ja, da ist wohl was dran. Thanks. Gibt's vielleicht mal eine Umarmung? Dankeschön, ihr kennt euch seit 25 Jahren. Oder 30 oder 40 oder wie alt seid ihr? My lovely people, the time has come for the open mic part of the evening to end. Ashley was going to do a ventriloquist bit next, but I just heard he hurt his hand back in his cabin. Let me thank you again for joining us, and there's plenty of food and drink to go around. Ach ja, Case Place ist auch nicht schlecht. Ich meine, das reimt sich wenigstens. Da steht noch die Arcade-Maschine. Hätte ich auch mal da hätte ich mal probieren können, hier Highscore zu knacken. I sure do hope they're keeping things proper in there while I'm taking a breather. So, you had fun? Aber sowas von, das war ganz in Ordnung. Da hinten hockt noch einer, guck, wie er mich anguckt von da hinten. So nach dem Motto, oh, mit mir hat sie heute Abend gar nicht geredet. It was great. Kay was amazing. You said it. Oh, that girl is so talented. Oh, I'd give my big toe to be able to do what she does behind a keyboard. Oh, sheesh. Ja, schon ein Ding mit der Übergabe. I'm still thinking about your news about handing over the diner. Kay's place, huh? That was quite the bombshell. That's my style. I've mentioned it to Kay, yes, many times since Stan died. She probably thought I was joking half the time, honestly. I just want to give her the option. It's hers whenever she wants it. And if she doesn't, that's fine too. Ja, sie will's aber. Sie hat ein paar Mal gewartet, bis der richtige Moment ist. Jetzt ist es aber. Yeah, but how do you make a choice like that if you don't even know what your own situation will end up looking like? Something on your mind, hon? Ja, komisches Gefühl wegen morgen. I don't know. I'm feeling a bit weird about tomorrow. How did things end up with Kay? Eigentlich ganz gut. You could tell me to mind my own, of course. It's just that girl is like a daughter to me. We talked, yeah. Ja, wir haben uns schon ganz gut verstanden, glaube ich. Wir sind jetzt andere Menschen, das glaube ich nicht. We really reconnected. And I'm happy we did. Listen, you're two grown women. And if that's the choice you two ended up on, I can only respect that. Speaking of choices, you've got a big day in the morning, don't you? Know what you're gonna do yet? Stick around? Move back? Ja, sie konnte sich noch nie wirklich entscheiden. Bei den ganzen Optionen hier konnte ich noch nie definitiv sagen, was ich machen würde. I think I have a feeling. Yeah. Then you go follow that feeling, hon. Ach, ich habe gelogen. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung. Actually, I was lying. I don't know what to do tomorrow. Having some doubts? Ja, wahrscheinlich. No, I just wish things were a bit more clear. You know what I've found? Screw clarity. You don't need clarity to make choices. Naja. How so? I swear. People these days seem to think that because they can calculate and approximate, they can clear up the secret to existence. Like, life's a game, you can win or lose. Pretending you know exactly where future you wants to end up. And plotting that out for the rest of your life? I'd almost say that's arrogant. Not to mention boring. The beauty is in not knowing, if you ask me. Ja, aber ich weiß nicht. Hattest du nicht ein bisschen zu viel Wein? But how do you live your life then? Want to know my advice? You take that one first step and see where it leads you. You can never truly predict the one that comes after, and whatever path you take will come with its ups and downs. There will always be joy, and there will always be regret. But that's something to be thankful for. That's what makes life yours, doesn't it?
Ja, irgendwie ergibt es irgendwie einen Sinn. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll, aber ich versuch's. I'm still not sure I know what to do, but I'll try. You'll be all right, hon. You just keep checking what feels right. And if not, just take that first step, you hear? Maureen? Thanks for everything. I best Ich get back werde- inside. You take care now, Meredith Weiss. Ich werde dich Take vermissen. care, Maureen. Nee, das würde ja heißen, dass ich gehen würde. Also ich glaube schon, dass ich bleibe. Ich meine, ich bin mir nicht so sicher mit der Entscheidung, aber... Good morning, Meredith. You won't believe the weekend I had. Saturday I placed a bet on the Angels and won. But they played again yesterday and I let it ride, and then they lost. They're playing again tonight, and now I don't know what to do anymore. Well, Frank, the pattern is obvious. Ja, du bist einfach nur spielsüchtig. Sie werden wahrscheinlich gewinnen. So, the Angels will win this time. Okay, Meredith, thanks. I'll go with that. Speaking of gambling, I bet you're taking the job. And that's not just because you're wearing your coat. I love the coat, Frank. Trotzdem ziehe ich aus. Ja, okay, jetzt kommt die Entscheidung. Natürlich bleibe ich, natürlich. Scheiß auf den Job, natürlich. Aber was ist mit Angie? Ich wollte doch mit ihr durchbrennen, aber natürlich bleibe ich. And yes, I want to wear it a bit longer. Fantastic. So you'll be delivering the mail today? I'll give HR a call and tell them the vacancy is filled. Not so fast, Frank. It's under one condition. Nächsten Ärger bist du auf dich allein. Ich will meinen Anteil, einen fairen Anteil an deinem Buchmacher gewinnen. Was? Ich will was? Aber das ist ja beides mies. Beim nächsten Ärger bist du auf dich allein gestellt, ist ja mies und ich will meinen Anteil. Was? An deinem Buchmacher gewinnen? Komm, ich will Geld haben. I want in on the action. A fair share of your bookie profits. Profits? Meredith, it's nothing. Just a friendly service to the people here. Ja, versuch nicht eine Blufferin zu bluffen, Frank. Wo auf einmal geht Meredith voll in die Vollen. Don't bluff a bluffer, Frank. Okay, Meredith. How about 20%? Wie wär's mit 50? Oh Gott. Nee, komm, das reicht schon. Ich könnte ihn wahrscheinlich noch höher auf 30 oder so, aber komm. Deal. Ka-ching! Welcome on board. Now, let's get to work. The mail doesn't deliver itself. Ach ja. The V-belt is not in great shape, but it should last you another month or 3. The raccoon in all of her glory. Do you like her? Meredith and I named her. She's pretty amazing, Lori. Cute name, too. Thanks for doing this for me. You're very welcome. I thought you really wanted to have the RV, Lori. I wanted to work on her really badly. Genau. But now that she doesn't need any more work, Angie can at least drive her around. Since I don't have a license, and I'm not old enough to get one anyway. I'll keep you up to date on all our adventures, promise. It'll be like you're right there with us. I'm counting on it. Muss ich mich jetzt entscheiden? Magnificent, isn't she? Yeah, she certainly knows a lot about cars for a kid her age. I meant the RV. But sure, Lori's great too. So, you all packed? Sure am. The big stuff's in storage. But I've got the bare necessities. Clothes, toiletries, and a whole bunch of videotapes. So, where are we going first? Yeah, about that. Oh Gott. Es ist so dumm, einfach mit ihr mitzufahren. Wir haben beide kein Geld, wir gehen beide... Komm, wir nehmen das romantische Ende. Gerade eben habe ich noch mit Jack einen Deal ausgehandelt und jetzt sage ich komme mit. Komm, wir hauen ab. Angie, du hast mich zwar alleine gelassen und das ist zwar die dümmste Entscheidung überhaupt, aber weißt du was? Komm, Angie, wir hauen ab. I would really, seriously, definitely like to go with you. Oh, wow. Well, let me think about it for a second. Yep, thought about it. You can come. Oh, unter einer Bedingung, ich suche aber den ersten Film aus. Oh, ich hab dich sehr lieb gewonnen. Oh. Bist du dir wirklich sicher? Oh. Ich suche den ersten Film aus. Ja, komm, sie ist so ein bisschen lockerer. Ich will jetzt hier keine tiefgründige hier... Nein, ich suche den ersten Film aus. I have one condition. I get to pick which movie we watch first. Deal. I'm in the driver's seat, by the way. I've heard about your driving.
What have you heard? From who? People talk. Was? Was? Ich war die beste Autofahrerin überhaupt. When advertising exec David Howard, parentheses Albert Brooks, is passed over for a promotion and subsequently fired, he decides to change his whole life. He convinces his wife Linda, parentheses Monica Johnson, to sell their house and roam the country Easy Rider style in a Winnebago. Okay, forget this one. That's just not going to be relatable at all. Nope. We've got nothing in common with those guys. I have another flick where a bunch of academics set up a ghost hunting business in an old fire station. That should be way more accessible. Angie Eastman, have you seen every single tape in here? Not all of them, but most. Come on. But I don't mind watching them again. In fact, I'd love to see them with someone who... knows nothing about movies? I was going to put it a little nicer than that. Someone who has unspoilt virgin eyes. Virgin eyes? What are you, a poet now? All right, well, Lost in America will unspool before these virgin eyes soon enough. Tell me about Stand By Me. It's about 4 kids from Oregon, right? Ja, weiter. Warum über meine Fahrkünste? Folks, but I've got a special treat for y'all. I just updated my playlist. K-Songs. This new song is from our very own Kay Evans. Oh, das romantische Ende. Warum über meinen Fahrstil? Jetzt habe ich die ganze Zeit aufgepasst, nur ja keinen Unfall zu bauen. Was? Ja, da singt sie im Hintergrund. Jetzt habe ich die ganze Zeit extra aufgepasst, keinen Unfall zu bauen. Was? Und jetzt werde ich am Schluss... Was? Na, wie lange die beiden wohl glücklich sind. Bis die ersten Rechnungen reinflattern. Ach ja, was man wohl alles noch hätte anders machen können. Schön, das waren doch schöne 2 Wochen am See, oder? Providence Oaks ist ein schöner Ort. Deswegen habe ich auch sofort mit Angie eingepackt und hau ab. Oh. Ich habe mich mit der Farbe, mich Meredith angepasst. Ach, Meredith Weiss, Karen O'Brien, Whitney Sabo. Ja, und da fahren sie davon. Mit einem... Vor allem die erste Rechnung kommt eh bald. Sie haben ja Laurie hat ja schon gesagt, dass der Keilriemen in einem Monat reißen wird. Und wenn der reißt, wird's teuer. Den Spaß hatte ich auch schon mal. Ach ja. Schade, ich hatte gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr. Die hätten ruhig noch für eine Stunde reden können oder so. Wie Jack mich richtig bei dem Talentwettbewerb von außen angeguckt hat, so nach dem Motto, willst du nicht nochmal mit mir reden oder so? Ja, da hockt der Mr. White. Ach ja, das war's. Hübsch. Ich kann nur sagen, es hat Spaß gemacht. Schön. Ganz besonderer Dank an die Zustellerinnen und Zusteller, die wir wissen, Job nicht leicht. Ja, nicht so leicht, wie wir ihn dargestellt haben. Ja, da mögen sie recht haben. Textfarm. So. Ja, das Einzige, was mir bei dem Untertitelmann aufgefallen ist, war, glaube ich, als Jack auf der Bühne war, waren die Untertitel, glaube ich, ein bisschen schneller als das, was er gesagt hat oder so. Aber vielleicht hat's gepasst. Ich habe ihm nur zugehört. Ja, da steht sie. Ach ja.
Das war mein Ende in Lake. Ich habe die romantische Variante gewählt, aber nicht die sinnvollste. Glaube ich. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Kommt da noch was? Ja, kommt da noch was? Ja, man müsste sagen, gespielt habt. Also diese deutschen Übersetzer, fürchterlich. Ja, theoretisch haben sie recht. Eigentlich spiele ich es ja momentan noch. Und, kommt noch was? Vor allem gerade eben habe ich den neuen Job angenommen und jetzt hau ich einfach ab, oder was? Anscheinend nicht. Wunderbar, das war Lake, meine lieben Leute. Schön, die 2 Wochen war Entspannung, konnte ich gebrauchen. Und jetzt kommt es noch mehr Entspannung. Ich habe vorhin mich über die Hitze beschwert und jetzt wird es langsam Mitte September, jetzt geht es langsam runter. Jetzt kommt die für mich schöne Zeit. Regen, kalt, nass. Keiner mag das, ich mag das, ich hasse den Sommer. Schön, danke für den Urlaub am Lake. So, das war's. Wir sehen uns wieder irgendwann, keine Ahnung, bestimmt. Und bis bald. War schön. Schöne Runde. Bis bald. Schöner Urlaub. Da könnte ich wohnen.